Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, vergiss nicht, ein Like zu hinterlassen, einen Kommentar zu schreiben und den Kanal zu abonnieren. Hier gibt es viele nützliche Tipps und Tricks für das Erlernen der deutschen Sprache. Heute sprechen wir über eine sehr wichtige Fähigkeit beim Sprachenlernen: das aktive Zuhören. Viele Lernende konzentrieren sich auf das Sprechen und das Lesen, aber das Zuhören ist ebenso entscheidend, um eine Sprache wirklich zu beherrschen. Aktives Zuhören bedeutet, dass du nicht nur passiv auf Wörter achtest, sondern wirklich versuchst, den Sinn hinter dem Gehörten zu verstehen. Es geht darum, die Struktur der Sprache zu erkennen, den Wortschatz zu erweitern und die Aussprache zu verbessern. Warum ist aktives Zuhören so wichtig? In der Kommunikation ist das Hören der Schlüssel, um zu verstehen, was jemand sagt. Wenn du regelmäßig aktiv zuhörst, wirst du nicht nur deine Hörfähigkeiten verbessern, sondern auch ein besseres Gefühl für die Sprache entwickeln. Du wirst merken, dass du schneller die Bedeutung von Wörtern erfassen kannst, selbst wenn du sie zum ersten Mal hörst. Das wird dein Selbstvertrauen beim Sprechen erhöhen und dir helfen, die Sprache natürlicher zu verwenden. Aktives Zuhören ist auch eine der besten Methoden, um den Wortschatz zu erweitern. Wenn du Menschen zuhörst, wirst du Wörter und Redewendungen hören, die du im Lehrbuch nicht findest. Diese echten Sprachbeispiele sind oft viel hilfreicher, weil sie dir zeigen, wie die Sprache im Alltag verwendet wird. Es ist auch eine hervorragende Möglichkeit, dein Gehör für die richtige Aussprache und Intonation zu schulen. Wie kannst du nun aktiv zuhören und was sind die besten Strategien dafür? Es gibt einige sehr effektive Methoden, die dir helfen werden, das Beste aus deinem Hörtraining herauszuholen. Die erste Strategie ist, regelmäßig Inhalte auf Deutsch zu hören. Aber es ist nicht nur wichtig, die Sprache zu hören, sondern auch darauf zu achten, was du hörst. Beginne mit einfachen Inhalten, die deinem Niveau entsprechen, und steigere dich dann zu schwierigeren Inhalten. Es ist hilfreich, Podcasts, Hörbücher oder auch Lieder zu hören. Beginne mit langsameren, klarer gesprochenen Materialien, um ein Gefühl für die Aussprache und den Wortschatz zu entwickeln. Eine weitere wichtige Strategie ist, aktiv zu notieren, was du hörst. Versuche wichtige Informationen aufzuschreiben, während du zuhörst. Dies kann dir helfen, dich besser zu konzentrieren und das Gehörte besser zu behalten. Wenn du zum Beispiel ein Interview oder einen Podcast hörst, schreib die wichtigsten Punkte auf, die der Sprecher macht. Das hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht in den Details zu verlieren. Wenn du ein Audio mit einer schwierigen Stelle hörst, halte es an und versuche es noch einmal zu verstehen. Du kannst auch die Transkripte der Aufnahmen verwenden, um genau zu sehen, was gesagt wird. Das hilft dir nicht nur beim Hören, sondern auch beim Lesen. Indem du die Wörter liest, während du sie hörst, stärkst du die Verbindung zwischen dem gesagten Wort und seiner geschriebenen Form. Eine weitere Strategie, die dir beim aktiven Zuhören hilft, ist, regelmäßig mit Muttersprachlern zu sprechen. Das kann ein Gesprächspartner in der Sprache sein oder auch ein Online-Partner. Es ist wichtig, nicht nur passiv zu hören, sondern auch in den Dialog einzutreten. Wenn du mit jemandem auf Deutsch sprichst, wirst du gezwungen, aufmerksam zuzuhören und direkt zu reagieren, was dir hilft, deine Hörfähigkeiten schnell zu verbessern. Wenn du anfängst, mit Muttersprachlern zu sprechen, sei nicht zu streng mit dir selbst, wenn du nicht alles verstehst. Es ist normal, dass du einige Wörter oder Sätze nicht verstehst. Wichtig ist, dass du es weiterhin versuchst und dich bemühst, das Gespräch zu verfolgen. Du wirst mit der Zeit merken, dass du immer mehr verstehst, je öfter du dich dieser Herausforderung stellst. Zu den besten Materialien für aktives Zuhören gehören auch Filme und Serien auf Deutsch. Wähle Filme oder Serien aus, die dich interessieren, und höre sie dir zunächst mit Untertiteln an, um den Kontext zu verstehen. Wenn du dich sicherer fühlst, versuche ohne Untertitel zu schauen. Diese Methode hilft dir, die natürliche Sprache und das Tempo des Sprechens zu hören, was in der realen Kommunikation sehr wichtig ist. Du wirst die Aussprache und die Sätze besser verstehen, wenn du sie in der alltäglichen Sprache hörst. Du kannst auch Nachrichten und Podcasts in deutscher Sprache hören. Das sind großartige Quellen, weil sie aktuelle Themen behandeln und oft in einem klaren, strukturierten Stil präsentiert werden.
Nachrichten sind auch ein gutes Beispiel für formelle Sprache, während Podcasts dir helfen können, informelle Sprache zu verstehen. Beide helfen dir, deinen Wortschatz in verschiedenen Kontexten zu erweitern. Es ist wichtig, beim aktiven Zuhören aufmerksam und geduldig zu sein. Du musst nicht jedes Wort verstehen, aber du solltest versuchen, die Hauptpunkte und den Sinn des Gesagten zu erfassen. Wenn du die Hauptideen erkennst, wirst du in der Lage sein, in Gesprächen besser zu reagieren, auch wenn du nicht jedes Wort verstehst. Es hilft auch, dich auf den gesamten Kontext zu konzentrieren, anstatt nur auf einzelne Wörter oder Sätze. Dies verbessert dein Sprachverständnis und deine Fähigkeit, flexibel zu sprechen. Zuhören ist eine der effektivsten Methoden, um nicht nur den Wortschatz, sondern auch die Grammatik in einem praktischen Kontext zu lernen. Du wirst oft hören, wie bestimmte grammatische Strukturen verwendet werden, die dir möglicherweise in deinem Unterricht nicht so klar erklärt wurden. Diese Strukturen zu hören und zu verwenden, wird dir helfen, ein besseres Gefühl für die Sprache zu entwickeln. Wie kannst du nun das aktive Zuhören in deinen Alltag integrieren? Ein guter Ansatz ist, es zur täglichen Gewohnheit zu machen. Höre jeden Tag für mindestens 10 bis 15 Minuten auf Deutsch. Du kannst das beim Frühstück, während du unterwegs bist oder beim Spazierengehen tun. Das regelmäßige Üben ist der Schlüssel, um stetige Fortschritte zu machen und dein Hörverständnis auf die nächste Stufe zu heben. Aktives Zuhören muss nicht immer mit intensiven Übungen verbunden sein. Es kann auch eine entspannende Tätigkeit sein. Du kannst einfach ein Hörbuch hören oder einen interessanten Podcast folgen und dich dabei entspannen. Wichtig ist, dass du regelmäßig hörst und dich aktiv mit dem Gehörten auseinandersetzt. Wenn du diese Praxis in deinen Alltag integrierst, wirst du feststellen, wie sich dein Hörverständnis im Laufe der Zeit verbessert. Um die Fähigkeiten im aktiven Zuhören zu verbessern, ist es wichtig, gezielte Strategien und Übungen zu nutzen. Diese Strategien helfen dir, dein Gehör für die deutsche Sprache zu schärfen und die Bedeutung des Gehörten besser zu erfassen. Es geht nicht nur darum, auf die Wörter zu hören, sondern auch zu verstehen, was sie im Kontext bedeuten und wie sie verwendet werden. Die erste Strategie, die du ausprobieren kannst, ist das gezielte Hören von Audioaufnahmen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Eine gute Übung besteht darin, zunächst einfache und langsame Podcasts oder Hörbücher zu hören, um ein Gefühl für die Aussprache und den Wortschatz zu bekommen. Achte dabei besonders auf die Betonung und Intonation. Wenn du dich sicherer fühlst, kannst du zu schnelleren und komplexeren Inhalten übergehen, um dich herauszufordern. Durch diese graduelle Steigerung des Schwierigkeitsgrads wirst du langsam in der Lage sein, immer mehr zu verstehen. Ein wichtiger Tipp beim aktiven Zuhören ist, immer wieder Pausen zu machen und über das Gehörte nachzudenken. Es ist eine gute Übung, das Gehörte in kleinere Abschnitte zu unterteilen. Höre einen Abschnitt und stoppe dann die Aufnahme, um nachzudenken, was du gehört hast. Versuche in deinen eigenen Worten zusammenzufassen, was der Sprecher gesagt hat. Diese Methode hilft dir, das Gehörte besser zu verarbeiten und zu verinnerlichen. Wenn du regelmäßig übst, solltest du auch versuchen, mit verschiedenen Dialekten und Akzenten vertraut zu werden. In Deutschland gibt es viele verschiedene Dialekte und es ist wichtig, diese zu hören und zu verstehen. Es kann anfangs schwierig sein, einen starken Dialekt zu verstehen, aber es ist eine wertvolle Übung. Du kannst mit Podcasts oder Fernsehsendungen beginnen, die in verschiedenen Dialekten sprechen, um dein Verständnis zu erweitern. Eine andere hilfreiche Übung ist das Mitlesen von Transkripten während des Zuhörens. Du kannst Podcasts oder Hörbücher suchen, die auch Transkripte anbieten. Wenn du die Transkripte zur Verfügung hast, versuche mit dem Audio mitzulesen. Dies wird dir nicht nur helfen, neue Wörter und Ausdrücke zu erkennen, sondern auch die richtige Aussprache und Satzstruktur zu lernen. Diese Methode verbessert dein Hörverständnis und hilft dir, eine Verbindung zwischen dem geschriebenen und gesprochenen Wort herzustellen. Eine weitere nützliche Strategie ist das Hören von Nachrichten und Radioaufnahmen. Diese Art von Audioquellen bietet dir eine klare und strukturierte Sprache. Nachrichtenbeiträge verwenden oft eine formellere Sprache, was dir hilft, grammatikalisch korrekte und präzise Ausdrücke zu hören. Das regelmäßige Hören von Nachrichten kann auch helfen, deinen Wortschatz zu erweitern, insbesondere in Bezug auf aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Themen.
Versuche auch, mit verschiedenen Medien zu experimentieren. Du kannst mit deutschen Liedern, Fernsehserien oder YouTube-Videos auf Deutsch arbeiten. Besonders YouTube bietet eine Vielzahl von Kanälen, die Inhalte auf Deutsch anbieten. Indem du dich mit einer breiten Palette von Medien beschäftigst, wirst du nicht nur die Sprache besser verstehen, sondern auch mehr über die Kultur und die unterschiedlichen Ausdrucksweisen lernen. Wenn du ein Video oder einen Film schaust, versuche zuerst ohne Untertitel zu schauen und aktiviere sie dann nur, wenn es nötig ist. Um deine Fähigkeiten im aktiven Zuhören zu testen, könntest du auch an einem Hörverständnistest teilnehmen. Es gibt viele Online-Plattformen, die spezifische Tests und Übungen für das Hörverständnis anbieten. Diese Tests sind so gestaltet, dass sie dir helfen, gezielt an deinen Schwächen zu arbeiten und dich in deinem Lernprozess weiterzuentwickeln. Ein weiterer wichtiger Punkt beim aktiven Zuhören ist, dass du dich nicht entmutigen lassen solltest, wenn du etwas nicht verstehst. Oft ist es normal, nicht jedes Wort oder jede Phrase beim ersten Mal zu verstehen. Was wirklich zählt, ist, dass du versuchst, den Kontext zu erfassen und den allgemeinen Sinn des Gesprächs zu verstehen. Wenn du ein Wort nicht kennst, versuche es durch den Zusammenhang zu erschließen. Du wirst merken, dass es mit der Zeit immer leichter wird, schwierige Passagen zu verstehen. Eine gute Übung, die du zu Hause machen kannst, ist, dir ein Video oder eine Audioaufnahme anzusehen und anschließend Fragen zu dem Gehörten zu beantworten. Dies hilft dir, gezielt auf bestimmte Informationen zu achten und diese besser zu verarbeiten. Du kannst die Fragen auch selbst formulieren, um dich auf spezifische Aspekte des Hörens zu konzentrieren, wie zum Beispiel auf bestimmte grammatikalische Strukturen oder Vokabeln. Um eine noch bessere Verbindung zu den Inhalten zu entwickeln, kannst du auch versuchen, über das Gehörte zu sprechen. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um das Thema, das du gehört hast, in eigenen Worten zu erklären. Diese Übung verbessert nicht nur dein Hörverständnis, sondern auch deine Sprechfähigkeit, da du das Gehörte aktiv verarbeitest und es in deinem eigenen Wortschatz einsetzt. Das Ziel des aktiven Zuhörens ist es, deine Fähigkeit, die Sprache in verschiedenen Kontexten zu verstehen, kontinuierlich zu verbessern. Wenn du regelmäßig mit diesen Strategien übst, wirst du merken, dass du immer sicherer wirst und zunehmend in der Lage bist, die Sprache in einer breiten Palette von Situationen zu verstehen. Wenn es darum geht, Deutsch auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu hören, ist es wichtig, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten, um dein Hörverständnis effektiv zu trainieren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, schrittweise die Komplexität der Inhalte zu steigern, damit du dich kontinuierlich herausforderst, aber nicht überfordert wirst. Hier sind einige Strategien, wie du verschiedene Materialien auf unterschiedlichen Niveaus nutzen kannst, um deine Hörfähigkeiten zu verbessern. Zu Beginn solltest du mit einfachen und langsamen Audioquellen arbeiten, die speziell für Anfänger konzipiert sind. Diese Ressourcen verwenden oft eine klare Aussprache und einfache Satzstrukturen, die dir helfen, die grundlegenden Wörter und Phrasen zu erkennen. Ein Beispiel für solche Quellen sind Podcasts, die speziell für Deutschlerner gemacht sind. Diese Podcasts bieten oft langsames Sprechen und deutliche Aussprache, sodass du leicht folgen kannst. Sie sind ideal, um dein Verständnis von alltäglichen Ausdrücken und Wörtern zu erweitern. Neben Podcasts gibt es auch viele Websites und Apps, die speziell für Anfänger gemacht wurden. Apps wie Duolingo oder Babbel bieten kurze Hörübungen, die auf dein Niveau zugeschnitten sind. Diese Übungen sind in der Regel sehr strukturiert und erlauben es dir, Schritt für Schritt neue Wörter und Phrasen zu lernen, die du dann in verschiedenen Kontexten anwenden kannst. Diese App-basierten Übungen können auch Spielelemente enthalten, die das Lernen angenehmer machen und dazu motivieren, regelmäßig zu üben. Sobald du dich sicherer fühlst, kannst du anfangen, Materialien für ein höheres Niveau auszuwählen. Höre beispielsweise Podcasts oder Hörbücher, die sich an fortgeschrittene Deutschlerner richten. Diese Materialien verwenden oft eine natürlichere Sprechweise und die Themen sind abwechslungsreicher und komplexer. Wenn du beispielsweise mit einem Podcast für fortgeschrittene Lernende beginnst, kannst du auf Themen stoßen, die sowohl den Wortschatz als auch das Verständnis für komplexere Grammatikstrukturen herausfordern. Du wirst feststellen, dass die Sprechgeschwindigkeit schneller ist und die verwendete Sprache oft idiomatischer ist. Ein weiterer Tipp ist,
Filme oder Serien auf Deutsch zu schauen. Dies bietet eine großartige Gelegenheit, die Sprache in ihrem natürlichen Kontext zu hören. Anfängern wird empfohlen, zuerst mit deutschen Filmen oder Serien zu beginnen, die mit Untertiteln versehen sind. Du kannst entweder deutsche Untertitel verwenden oder, wenn du dich bereit fühlst, auf englische Untertitel umsteigen, um die Bedeutung der Worte zu verstehen. Wenn du mehr Übung und Vertrauen in dein Hörverständnis hast, kannst du versuchen, den Film oder die Serie ohne Untertitel zu schauen. Dies fordert dich heraus, auf den Kontext zu achten und das Verständnis zu verbessern. Für diejenigen, die sich bereits auf einem mittleren oder fortgeschrittenen Niveau befinden, sind Radioaufnahmen oder Nachrichten eine sehr gute Quelle. In Deutschland gibt es zahlreiche Radiosender, die sowohl Nachrichten als auch Gespräche zu aktuellen Themen bieten. Diese sind nicht nur eine hervorragende Möglichkeit, die Sprache auf einem höheren Niveau zu verstehen, sondern auch eine Möglichkeit, sich mit der Kultur und den gesellschaftlichen Themen in Deutschland vertraut zu machen. Nachrichtenbeiträge verwenden in der Regel eine formellere Sprache, was dir hilft, einen präziseren Wortschatz zu entwickeln und wichtige gesellschaftliche Konzepte zu verstehen. Besonders vorteilhaft beim Zuhören von Nachrichten oder dem Radio ist, dass du sowohl die gesprochene als auch die geschriebene Sprache in einem authentischen Kontext erleben kannst. Oft werden auf Nachrichtenwebsites die Audioaufnahmen mit Transkripten oder Texten zum gleichen Thema veröffentlicht, sodass du das Gehörte nachlesen und verstehen kannst, was du möglicherweise beim ersten Mal nicht vollständig erfasst hast. Diese Methode hilft nicht nur beim Verstehen der gesprochenen Sprache, sondern auch beim Erlernen neuer Wörter und deren Verwendung im Kontext. Wenn du dich wirklich herausfordern willst, kannst du auf authentische Inhalte zugreifen, die keine speziellen Anpassungen für Lernende haben, wie etwa Talkshows oder Diskussionen. Diese werden in der Regel sehr schnell gesprochen und können viele regionale Ausdrücke und umgangssprachliche Wendungen enthalten. Diese Art von Material eignet sich hervorragend für fortgeschrittene Lernende, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen und sich mit der dynamischen und vielseitigen Natur der Sprache vertraut machen möchten. Du kannst auch mit TED Talks auf Deutsch beginnen, da diese oft sowohl schriftliche Transkripte als auch eine langsame, klare Aussprache bieten, während die Themen anspruchsvoll und interessant sind. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, verschiedene Sprechgeschwindigkeiten zu hören. Anfängern wird oft geraten, langsamer sprechende Sprecher zu suchen, um ein besseres Verständnis zu haben. Aber je mehr du übst, desto wichtiger wird es, dich auch mit schnellerer Sprache auseinanderzusetzen. Deshalb ist es sinnvoll, unterschiedliche Audioquellen zu kombinieren und sowohl langsame als auch schnelle Sprecher zu hören. Auf diese Weise kannst du sowohl dein Gehör für langsamere, deutliche Sprache schulen, als auch die Fähigkeit entwickeln, mit schnelleren und weniger präzisen Sprechweisen umzugehen. Es ist auch sehr hilfreich, das Gehörte mehrmals zu hören. Wenn du einen Podcast oder ein Hörbuch hörst, höre es nicht nur einmal, sondern versuche es mehrmals anzuhören. Beim ersten Mal konzentrierst du dich auf das allgemeine Verständnis und versuchst den Kontext zu erfassen. Beim zweiten und dritten Hören kannst du dich auf spezifische Details konzentrieren, wie etwa neue Vokabeln, Ausdrücke oder Grammatikstrukturen. Dies hilft dir, das Gehörte zu verinnerlichen und das Verständnis auf eine tiefere Ebene zu bringen. Ein weiterer Vorteil beim Hören auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen ist, dass du mit der Zeit die Tendenz entwickeln wirst, bestimmte Laute und Klangmuster zu erkennen. Dies ist besonders wichtig in einer Sprache wie Deutsch, wo es viele zusammengesetzte Wörter und unregelmäßige Ausspracheregeln gibt. Wenn du regelmäßig übst, wirst du feststellen, dass du immer schneller und genauer verstehst, was dir gesagt wird. Eine der besten Methoden, das Hörverständnis zu verbessern, besteht darin, das Hören von Deutsch in deinen Alltag zu integrieren. So kannst du kontinuierlich üben, ohne dass du spezielle Lernzeiten einplanen musst. Hier sind einige effektive Möglichkeiten, wie du das Hörverständnis in deinen täglichen Ablauf einbauen kannst, ohne dass es zu einer zusätzlichen Belastung wird. Eine sehr einfache Möglichkeit ist es, Podcasts in deinem Alltag zu hören. Podcasts sind eine großartige Ressource, weil sie zu fast jedem Thema verfügbar sind und du sie überall hören kannst. Beim Kochen,
auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport. Es gibt viele Podcasts für Deutschlerner, die speziell auf verschiedene Niveaus zugeschnitten sind. Du kannst also leicht einen finden, der deinem aktuellen Stand entspricht. Zudem bieten viele Podcasts für Deutschlerner Transkripte an, sodass du das Gehörte nachlesen und festigen kannst. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Themen, die dir beim Hören helfen können, wie zum Beispiel Kultur, Gesellschaft oder sogar Themen aus dem Bereich Technologie. Wenn du regelmäßig auf Deutsch hörst, kannst du dich gleichzeitig mit der deutschen Kultur und den gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen, was deine Sprachkenntnisse und dein Verständnis für die Sprache vertieft. Je nachdem, wie viel Zeit du täglich zur Verfügung hast, kannst du die Dauer der Podcasts anpassen und so kontinuierlich an deinem Hörverständnis arbeiten. Eine weitere Möglichkeit, das Hörverständnis in deinen Alltag zu integrieren, ist das Ansehen von Filmen oder Serien auf Deutsch. Heute gibt es zahlreiche Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime, die eine riesige Auswahl an deutschen Filmen und Serien bieten. Du kannst zuerst mit deutschen Untertiteln beginnen und dich nach und nach auf die Sprache ohne Untertitel umstellen. Dies hilft dir, den Wortschatz zu erweitern und ein besseres Gefühl für die deutsche Sprache zu bekommen, wie sie von Muttersprachlern verwendet wird. Wenn du noch nicht sicher bist, ob du ohne Untertitel auskommst, kannst du zunächst Filme und Serien mit englischen oder deutschen Untertiteln schauen. So bekommst du sowohl den Hörinput als auch visuelle Hinweise, die dir helfen, die Bedeutung der Wörter und Phrasen zu verstehen. Wichtig ist, dass du regelmäßig schaust, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Du kannst auch bestimmte Serien oder Filme, die du schon kennst, auf Deutsch anschauen. Das Wiedererkennen der Handlung hilft dabei, die Sprache besser zu verstehen. Auch die Nutzung von Nachrichten ist eine hervorragende Möglichkeit, Deutsch in deinen Alltag zu integrieren. In Deutschland gibt es viele Nachrichtensendungen und Webseiten, die regelmäßig aktuelle Ereignisse in deutscher Sprache berichten. Du kannst zum Beispiel die Tagesschau, eine der bekanntesten Nachrichtenquellen in Deutschland, auf der Webseite oder in der App anschauen. Die Tagesschau bietet eine klare und präzise Sprache, die gut verständlich ist, auch für Deutschlerner. Viele Nachrichtenwebseiten bieten auch Podcasts oder Videos an, die aktuelle Themen behandeln. Dies ist besonders hilfreich, um zu lernen, wie die deutsche Sprache in formelleren und komplexeren Kontexten verwendet wird. Ein weiterer Vorteil von Nachrichten ist, dass du immer auf dem neuesten Stand bleibst, was weltweit passiert. Dies hilft nicht nur, deinen Wortschatz zu erweitern, sondern auch ein besseres Verständnis für kulturelle Themen und aktuelle Ereignisse in Deutschland zu entwickeln. Das Hören von Nachrichten ist daher nicht nur eine sprachliche Übung, sondern auch eine Möglichkeit, dich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen und dein Wissen zu erweitern. Für diejenigen, die gezielt an ihrem Hörverständnis arbeiten möchten, kann es auch sinnvoll sein, an Webinaren teilzunehmen. Webinare bieten die Möglichkeit, sich auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren und dabei die Sprache auf einem fortgeschrittenen Niveau zu hören. Du kannst Webinare in Bereichen wie Wirtschaft, Kultur oder Wissenschaft finden, die dir nicht nur helfen, deine Sprachfähigkeiten zu verbessern, sondern auch spezifisches Fachwissen zu erwerben. Viele Webinare bieten auch Interaktionsmöglichkeiten, sodass du nachfragen kannst, wenn du etwas nicht verstehst. Wenn du in einem deutschsprachigen Land lebst oder die Möglichkeit hast, mit Muttersprachlern zu sprechen, dann ist es eine großartige Gelegenheit, das Hören in echten Gesprächen zu üben. Dies ist eine der besten Methoden, um dein Hörverständnis zu verbessern, da du die Sprache in ihrem natürlichen Kontext erlebst. Versuche, regelmäßig mit deutschsprachigen Freunden oder Kollegen zu sprechen oder an Gruppengesprächen teilzunehmen. Auch wenn du anfangs Schwierigkeiten hast, ist es eine wertvolle Übung, um zu hören, wie die Sprache im Alltag verwendet wird. Eine weitere hilfreiche Strategie ist es, die Sprache in verschiedenen Kontexten zu hören. Wenn du zum Beispiel eine Nachrichtensendung auf Deutsch hörst, versuche auch, deutsche Unterhaltungssendungen oder Podcasts zu hören. Dies hilft dir, dich an verschiedene Sprachstile und Sprechgeschwindigkeiten zu gewöhnen. Zudem wirst du feststellen, dass du die Sprache in verschiedenen Zusammenhängen besser verstehst, was dir auch in alltäglichen Gesprächssituationen zugutekommt. Indem du regelmäßig Zeit für das Hören von Deutsch in deinen Alltag integrierst, wirst du kontinuierlich Fortschritte machen.
Der Schlüssel ist, nicht nur auf passive Weise zu hören, sondern aktiv zuzuhören und zu versuchen, das Gehörte zu verstehen und nachzuvollziehen. Wenn du einmal die Strategie entwickelt hast, Deutsch regelmäßig und aktiv zu hören, wirst du merken, dass es immer einfacher wird, der Sprache zu folgen und auch schwierige Themen zu verstehen. Es ist ganz normal, wenn du manchmal das Gefühl hast, dass dein Hörverständnis stagniert oder du Schwierigkeiten hast, die Sprache zu verstehen, besonders am Anfang. Doch es ist wichtig, nicht die Motivation zu verlieren. Der Weg zum besseren Hörverständnis ist ein kontinuierlicher Prozess, der Zeit und Geduld erfordert. Der Schlüssel ist, dran zu bleiben und regelmäßig zu üben. Eine der besten Methoden, um die Motivation hochzuhalten, ist es, kleine, erreichbare Ziele zu setzen. Zum Beispiel kannst du dir vornehmen, jeden Tag 15 Minuten auf Deutsch zu hören, sei es durch Podcasts, Videos oder Musik. Mit der Zeit wirst du feststellen, dass du immer mehr verstehst, auch wenn es anfangs schwierig war. Wenn du siehst, wie du Fortschritte machst, wird deine Motivation natürlich steigen. Es kann auch hilfreich sein, sich regelmäßig daran zu erinnern, warum du Deutsch lernst. Überlege, was du mit deinen Sprachkenntnissen erreichen möchtest. Vielleicht möchtest du in Deutschland reisen, einen Job finden oder mit Freunden aus deutschsprachigen Ländern sprechen. Diese Ziele können dir dabei helfen, durchzuhalten, auch wenn es Phasen gibt, in denen es schwieriger erscheint. Ein weiterer wichtiger Punkt, um die Motivation zu behalten, ist es, Abwechslung in dein Hörtraining zu bringen. Wenn du immer wieder die gleichen Arten von Inhalten hörst, kann es schnell langweilig werden. Versuche verschiedene Quellen zu nutzen. Höre Podcasts, schau Filme, lies Nachrichten und höre Musik. Jedes dieser Formate bringt dir unterschiedliche sprachliche Herausforderungen und hilft dir, deine Hörfähigkeiten zu erweitern. Ein weiteres hilfreiches Mittel ist es, dir Feedback zu geben. Du kannst deine Fortschritte dokumentieren, indem du dir immer wieder neue Audioquellen anhörst und dann überprüfst, wie gut du sie verstanden hast. Du kannst dir auch bestimmte Fragen zum Gehörten stellen, um dein Verständnis zu überprüfen und festzustellen, wo du noch Schwierigkeiten hast. Wenn du merkst, dass du gewisse Themen oder Wörter immer besser verstehst, gibt dir das ein Erfolgserlebnis und motiviert dich weiterzumachen. Es ist auch sehr wichtig, geduldig zu sein und nicht zu schnell aufzugeben. Manchmal fühlt es sich an, als würde man keine Fortschritte machen, aber das ist ganz normal. Die Verbesserung deiner Hörfähigkeiten braucht Zeit. Erinnere dich daran, dass jeder Fehler und jedes Missverständnis eine Chance ist, zu lernen und weiterzukommen. Zusätzlich kannst du dir Unterstützung suchen, sei es durch Sprachpartner, Gruppen oder sogar Online-Kurse. Der Austausch mit anderen Lernenden kann sehr motivierend sein, da du siehst, dass du nicht allein bist und dass andere ähnliche Erfahrungen machen. Und wenn du dann Fortschritte erzielst und siehst, wie andere sich ebenfalls verbessern, wird das deine eigene Motivation stärken. Letztlich geht es darum, das Lernen so angenehm wie möglich zu gestalten und regelmäßig zu üben. Je mehr du dich auf das Hören von Deutsch einlässt, desto mehr wirst du dich daran gewöhnen, die Sprache zu verstehen und desto flüssiger wird dein Hörverständnis. Es ist ein langfristiger Prozess, aber jeder Schritt bringt dich näher an dein Ziel. Wenn du diese Tipps und Strategien befolgst, wirst du feststellen, dass dein Hörverständnis immer besser wird. Und wenn du nicht aufgibst, wirst du irgendwann die Belohnung für deine harte Arbeit sehen. Du wirst in der Lage sein, problemlos auf Deutsch zu hören und zu verstehen.